Mehr Sicherheit, weniger Stress. Ich meine, das ist auch ein Satz, damit können wir uns super anfreunden. Und das nicht nur im beruflichen, doch sicherlich, oder? Mehr Sicherheit, weniger Stress. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Experteninterview. So meistern Sie Ihre Vertragsverwaltung. Mit der Expertin heute, Suela Thom, Head of Procurement der Firma Rotrop Pharmazeutica. Hallo, Frau Thom. Hallo. Genau, von unserer Seite mit dabei aus dem QM Consulting par excellence in Persona Caroline Schneegold. Hallo Caroline. Hallo Mick, hallo Frau Thom, hallo liebes Auditorium. Genau, bevor wir nun tief ins System gehen, ins Eingemachte, Operation am offenen Herzen, sprich direkt in die Demo gehen, würden wir gerne kurz einmal Vertragsverwaltung verorten. Vertragsverwaltung, Vertragsmanagement ist bei uns ein integrierter Bestandteil im Qualitätsmanagement. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Vertragsmanagement als solches. Dazu gehören aber ebenfalls zum Qualitätsmanagement auch noch Document Control, also Dokumente lenken, ablegen und das Incident Management. Diese beiden Thematiken hatten wir schon in anderen Experteninterviews in unserer Webinarreihe angesprochen. Caro, vielleicht 2, 3 Sätze, damit wir das Ganze in einen Zusammenhang, in einen Kontext bringen können. Ja, klar, sehr gerne. Also wir legen heute den Fokus auf jeden Fall auf das Vertragsmanagement, um aber das große Ganze einmal kurz darzulegen. Das Vertragsmanagement läuft auf einer Plattform, auf der Webcon-Plattform, und wir haben von der Cosmo schon einige Lösungen, also einen bunten Blumenstrauß an Applikationen, die Sie nutzen können, auf denen Sie aufsetzen können. Cosmo Document Control geht um QM-Vorgabedokumente, Ihre Arbeitsanweisungen, Ihre SOPs, das Verwalten, das Freigeben, das Lenken. Und beim Incident Management ist es ein klassisches Ereignis- und Maßnahmenmanagement, also Abweichungen erfassen, Out-of-Spec-Szenarien, Beschwerdemanagement, Vorschläge im Rahmen von KVP, Aufgaben zuweisen, nachverfolgen, zentral, transparent, kein Hinterherlaufen mehr. Das ist das, was wir auf der Plattform bieten können. Ja, das ist ja super. Jetzt gucken wir das Ganze nochmal in der Übersicht an. Das heißt also, Sie haben verschiedene Aufgaben, mit denen Sie zu tun haben. Auf der einen Seite, vielleicht Vorgabedokumente erstellen, freigeben, lenken. Sie müssen sich mit dem Kappa-Prozess auseinandersetzen. Risikomanagement, Lieferantenqualifizierung. Wenn Sie im regulierten Industrie unterwegs sind, kommen Sie an dem Audit-Management gar nicht vorbei. Vertragsmanagement ist das Thema, wo wir heute den Fokus drauf legen wollen. Bevor wir nun die Expertin zu Wort kommen lassen und uns fragen, wie kann digitales Vertragsmanagement aussehen? Caro, was sind denn die Vorteile eines digitalen Vertragsmanagements? Die Vorteile des digitalen Vertragsmanagements sind, dass Sie Ihre Verträge im Griff haben, dass Sie immer wissen, welche Ansprechpartner für welchen Vertrag in Frage kommen. Sie verpassen natürlich keine Fristen mehr, keine Kündigungsfristen mehr. Freigabeprozesse und Berechtigungen sind gelenkt und Sie haben immer einen roten Faden. Sie können Risiken bewerten und natürlich auch Ihre Risiken einschätzen. Apropos Risiken einschätzen, Frau Thom. Jetzt möchte ich mal gerne, wäre es schön, wenn Sie den Bildschirm einmal teilen könnten, denn jetzt geht's live ins System, jetzt kann es losgehen. Das mache ich gern. Ja, fangen wir an mit einer ganz einfachen Frage. Was ist denn Ihre Aufgabe eigentlich bei der Firma? Also meine Aufgabe bei der Rotrop Pharmaceutica, ich leite die Procurement-Abteilung, und da laufen unter anderem alle Verträge auf. Als ich im Unternehmen eingestiegen bin, war der Ausgangspunkt, ich nenne es mal papierbasiert, Excel-basiert. Also es war eine bunte Mischung tatsächlich. Liefen alle Stapel an Verträgen mit Unterschrift zu mir. Diese wurden abgelegt und zusätzlich in eine Excel-Tabelle eingetragen und im Laufwerk nochmal abgelegt. Wird jetzt wahrscheinlich auch allen anderen nicht allzu fremd vorkommen, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten dann den glücklichen Umstand, sowieso schon mit der Cosmo in Verbindung zu stehen, haben dann erfahren, dass es ein wunderbares Vertragsmanagement-Tool gibt, und haben uns das Ganze dann mal angeschaut. Wichtig war uns tatsächlich, dass wir selber mitgestalten können, dass es kein vorgefertigtes Tool ist, wo man sich irgendwie
halt irgendwie festfährt und vielleicht nicht individuell reagieren kann, weil es managt ja auch jede Firma etwas anders. Genau. Also haben wir ein Zweierteam gebildet, einmal mit meiner Kollegin aus dem Qualitätsmanagement, die auch viel mit PV-QM-Verträgen zu tun hat, und dann mit mir, ich als Admin für alle anderen auflaufenden Verträge, und haben uns dann Stück für Stück immer weiter in das System reingedacht und haben dann zum Schluss tatsächlich also wirklich für uns ein perfektes Programm gefunden, haben immer noch mal so ein paar also wenn man dann erst im Tool richtig drin ist, dann findet man immer mal noch so eine kleine Verstellschraube und denkt, okay, hier funktioniert sogar noch ein bisschen besser. Und das hat tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht. Also und jetzt ist der Punkt, wir haben die Abteilungen abgeholt. Es arbeiten jetzt schon wirklich viele mit drin und es wird immer besser. Bevor wir uns das System angucken, ich sehe, Sie haben 2 aktive Aufgaben, bevor wir uns das jetzt einmal angucken. Sich von Excel zu lösen, haben Sie da viel Zeit reingesteckt? War das die Denkweise zu ändern anstrengend oder wie kann man sich das vorstellen jetzt, bevor man jetzt anfängt? Es war tatsächlich ziemlich einfach, wenn man weiß, man erspart sich im Prinzip 2 Arbeitsschritte. Man hat sofort gesehen, okay, cool, ich habe eine Erinnerung, Wahnsinn, ne, ich muss dort nicht mehr reingucken in diese Tabelle. Ja, also war jetzt sowieso nicht Best Buddy mit Excel, also habe ich da sowieso nur Vorteile gesehen. Und jetzt halt alles, auch Altlasten in das System zu füllen, das ist wirklich großartig, muss ich sagen, ja. Mhm. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich gehe gerne erstmal aufs System ein. Ja, also wie ihr hier seht, haben wir das Document Control als Kachel und als Bedienfeld. Das Berechtigungsmanagement ist für alle Admins gedacht, um da nochmal zu steuern, okay, wer kommt ins System und wer darf was. Und das Vertragsmanagement, was jetzt mein Part ist, habe ich hier einmal für alle. Na, was man jetzt natürlich sagen muss an dieser Stelle, wir sind jetzt hier in einem Testsystem. Wir haben das quasi einmal nachgestellt, damit wir die Interna Ihrer Firma nicht preisgeben. Ne? Das nur mal so am Rand. Ich glaube nicht, dass Sie nur 2 bearbeitende Fälle haben und insofern nur das schon mal. Genau, wir haben auch nicht nur 6 aktive Verträge. Ja. So ist es tatsächlich auch nicht. Sonst hätte man durchaus bei Excel bleiben können, eventuell. Aber es ist doch sehr umfangreich. Ich denke, wir sind im Groben bestimmt bei 1000 Verträgen und die sind auch noch nicht alle eingepflegt, aber es wird Stück für Stück und es ist dann irgendwann mal komplett befüllt. Ich würde mal anfangen, wie wir das System gefüllt haben mit unseren Gedanken und beginne mal mit den Vertragspartnern. Bei uns war es so tatsächlich, dass wir, also man hat natürlich die Möglichkeit, aus seinem Excel-Leben alle Partner in das System zu schieben. Copy-Paste nenne ich es mal. War für mich nicht der richtige Weg tatsächlich, weil wenn man das Ganze einmal anfasst und einmal wirklich schick gestaltet, dann war es für mich wichtig, dass ich alle Partner mir nochmal ansehe, auf Richtigkeit prüfe, hat sich da vielleicht der Firmensitz geändert, die Ansprechpartner, je nachdem, wie man es weiß. Und somit hat man über das große Ganze schon mal einen besseren Überblick tatsächlich. Also haben wir die Vertragspartner angelegt. Ich habe hier eine kleine Liste vorbereitet, um einfach mal zu sehen, wie schön es tatsächlich aussieht, dass die
wie ich die Vertragspartner aufgegliedert habe. Fällt mir vielleicht mal einer im täglichen Doing nicht sofort ein, klicke ich hier rein, habe meinen Vertragspartner, kann über das Suchfeld tatsächlich immer auch alles finden und habe es sehr einfach, die Partner auch neu anzulegen. Das würde ich gern einmal mit euch durchgehen. Also habe ich beispielsweise mich als Vertragspartner, das passt halt ganz gut, da muss ich gar nicht so viel tippeln, habe immer das aktuelle Adressfeld hier mit im Blick, kann mir hier weitere Informationen tatsächlich mit reinpacken, das, was man sonst nicht so hätte. Also man kann sich das natürlich auch alles in seiner 5. Spalte oder wie auch immer in Excel nochmal hinterlegen, aber kann hier natürlich vielleicht auch mal eine Information reinschreiben, wie bei Vertragsverlängerungen aufpassen, neuer Ansprechpartner, also whatever. Also genau, die Kontaktdaten funktionieren auch sehr einfach in der Anlage. Was ich sehr schön finde, dass man hier beispielsweise, bin ich jetzt natürlich der Chef und bin in der Abteilung, alles, was ich weiß, packe ich hier rein. Man kann das alles als Pflichtfeld hinterlegen. Ob mir die Abteilung wichtig ist, das ist dann immer intern vorab abzustimmen, was wichtig ist. Und ebenso die E-Mail-Adresse. Da haben wir natürlich jede Menge Möglichkeiten, alles hinzuzufügen. Habe ich 2 Ansprechpartner, packe ich hier alles rein und bin dann immer auf dem aktuellen Stand. Genau. Und schon ist der Vertragspartner angelegt. Alles, was ich vorher machen kann, würde ich empfehlen, vorher anzulegen als Vertragspartner. Man kann es aber auch immer direkt in der Vertragsanlage den Partner ergänzen. Aber was man hat, das hat man. Genau. Vorab ist wichtig, dass wenn so eine Softwarelösung implementiert wird, dass das natürlich mit allen wichtigen Mitarbeitern im Management, die Geschäftsleitung, natürlich vorher besprochen wird, okay, wie wollen wir es aufbauen, wie wollen wir es strukturieren, wie machen wir unser Berechtigungsmanagement, welche Vertragsarten werden angelegt, sind in dem Zuge, haben wir beispielsweise alle Vertragsarten, die wir aktuell hatten, uns einmal angeschaut und dann nochmal geguckt, okay, verschlanken wir das Ganze, packen wir vielleicht für andere Abteilungen aufgrund des Berechtigungsmanagements vielleicht nochmal eine zweite Art Vertrag mit ein. Ist auf jeden Fall ganz schön, da nochmal auch alle in den Leitungsebenen nochmal mitzunehmen und zu schauen, okay, die wussten ja gar nicht, wie der aktuelle Stand ist und somit das wirklich auch für alle in so einem Change-Prozess mitzugestalten. Und das haben wir gemacht, hatten gute Gespräche, haben uns auch dafür entschieden, die beispielsweise Kostenstellen anzulegen. Auch das ist dann wieder ein Part in enger Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung. Hier nur ein kurzer Einblick in die Kostenstellen. Wir haben übliche Kostenstellen, können auch die tatsächlich ganz einfach anlegen, indem ich der Kostenstelle einen Namen gebe, indem ich dem Ganzen auch eine Beschreibung hinzufügen kann, je nachdem, wie man will. Kann die genehmigen lassen. Bestenfalls lässt man die von der Finanzbuchhaltung freischalten. Also hat man eine klare Linie, können die andere Mitarbeiter noch
mit bearbeiten, gegebenenfalls Kollegen aus der Buchhaltung. Auch das ein leichtes. Genau. Die weiteren Schritte vorab, bevor wir Verträge anlegen, ist es, die Vertragsarten anzulegen. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Wir haben das ganz klassisch angelegt. Hier wieder nur ein kleiner Einblick. Intern haben wir es natürlich noch mal ein bisschen mehr aufgesplittet. Auch Vertriebsverträge in den Kundenservice, Dach und Export aufgegliedert, damit immer eine gute Übersicht für alle Abteilungen auch gegeben ist. Hier zum Beispiel die Einkaufsverträge. Hier ist es sinnvoll, wenn man mag, eine Freigabe zum Beispiel für die Finanzbuchhaltung mit reinzupacken. Das gehen wir auch gerne nochmal durch, indem wir eine neue Vertragsart anlegen. Die würde ich mal als klassischen Rahmenvertrag betiteln. Beschreibungen auch wieder individuell habe ich beispielsweise sind jährlich zu prüfen. Ich habe es beispielsweise auch so gemacht, dass ich dadurch, dass es ein komplett neues System ist und sich vielleicht auch die anderen Abteilungen noch nie mit Verträgen im Großen und Ganzen auseinandergesetzt haben, habe ich es jetzt für den Anfang, weil wir können es ja immer wieder individuell anpassen. Wenn dann erstmal alle safe sind, dann kann ich da auch andere Sachen reinschreiben oder nehme es wieder raus. Habe zu jedem Vertrag tatsächlich eine Beschreibung mir rausgezogen. Also wenn ich jetzt nicht weiß, was ein Rahmenvertrag ist, habe ich halt einfach nochmal einen kurzen Text dazu geschrieben, was ist ein Rahmenvertrag oder was ist ein NDA. Hat der ein oder andere vielleicht noch nicht gehört. Wenn der jetzt aber einen abschließen muss, weiß ich, okay, ein NDA, Vertraulichkeitsvereinbarung, klasse, gut, habe ich das auch wieder auf dem Schirm. Damit die Kollegen sich da auch sicherer fühlen. Die Freigabe kann ich hier mit Ja oder Nein hinterlegen. Sobald ich ein Ja habe, ist der Genehmiger natürlich auch wieder Pflicht. Da nehme ich auch wieder mich. Kann hier typische Risiken eingeben, kann sagen, okay, die sind dann in jedem Vertrag mit zu hinterlegen, wenn ich sage, okay, Rahmenverträge, ganz kritisches Risiko, Preiserhöhungen, muss ich dranbleiben. Dann habe ich das je nach Kategorie pro Vertrag immer wieder als Risiko mit drin. Ist für einige Verträge sinnvoll, aber würde ich jetzt tatsächlich nicht bei jedem empfehlen. Und auch hier habe ich dann meinen Vertrag schon hinterlegt. Dieser muss natürlich noch genehmigt werden. Und dann hat man im Groben und Ganzen eigentlich schon mal die ersten 3 Spalten in seiner Excel-Tabelle erledigt und hübsch gefüllt. Genau. Wenn alle bereit sind, würde ich gemeinsam mit euch einen Vertrag anlegen, außer es gibt noch andere Wünsche. Ja, das hört sich doch noch einen Plan an. Gut, perfekt. Genau, auch hier, ich weiche doch nochmal ab. Ich habe ja jetzt neue Aufgaben bekommen, gerade in den letzten paar Minuten. Heißt, diese sehe ich, also die sind immer verknüpft auch mit E-Mail-Postfächern bestenfalls, oder man schaut sowieso jeden Tag rein. Ich finde die E-Mail-Benachrichtigungen ganz sinnvoll, um einfach zu sehen, okay, neue Aufgabe, gucke ich heute zuerst rein, wenn ich meinen Tagesablauf mir plane.
schau rein in meine Aufgaben, okay, und weiß, es wurden neue Verträge angelegt und habe dann direkt im Blick, okay, ich sollte hier als erstes mal schauen, habe ich eine Kostenstelle, die Freigabe sieht gut aus, wird genehmigt und schon ist die Aufgabe erledigt. Was habe ich denn noch für Aufgaben? Es wurde ein neuer Rahmenvertrag angelegt, sehe ich dann auch immer in meinem Bildschirm, diesen jährlich zu prüfen, damit es hier weitergeht und die Kollegen fleißig die Rahmenverträge anlegen können. Bestätige ich natürlich auch diesen. Ja, schaue ich noch mal rein. Was wurde denn hier gemacht? Vertrag angelegt. Naja, das schaue ich mir später noch mal an, wenn wir dann einen Vertrag angelegt haben. Genau. Dann geht es weiter. Wir legen einen Vertrag an. Wir haben für die Einheitlichkeit in der Beschreibung vorgegeben, wie Verträge angelegt werden sollten, damit wir sie später im System auch besser finden. Heißt, wir haben immer eine Abkürzung, also für alle Mitarbeiter haben wir es auch als Infofeld, wie man jetzt hier sieht, nochmal hinterlegt, dass es wichtig ist, dass ich die Vertragsabkürzung mit 2 oder 3 Buchstaben mache, dass ich also einen Dienstleistungsvertrag mit DL abkürze oder ein NDA ganz klassisch mit 3 Buchstaben, dass ich dann den Vertragspartner hinterlege und das Land und das aber im 3-stelligen ISO-Ländercode. Und somit sieht das dann auch wirklich immer ganz schick aus. Und wenn ich jetzt sage, ich lege einen Rahmenvertrag an, pack mir dann die Rotop Pharmaka als Vertragspartner beispielsweise dazu und sage, okay, die sitzt in Deutschland. Und schon sieht es ja ganz schick aus. Wenn wir das erweitern wollen mit einem Datum beispielsweise, ist das auch möglich. Allerdings erkennt das System, dass es jetzt mehr als beschrieben hier hinterlegt wurde. Und somit weiß dann auch der Mitarbeiter, stimmt, ich darf doch eigentlich hier vorne nur die 3 Sachen hinterlegen. Und es liegt dann am Ende beim Genehmigungsprozess, wenn das jetzt ein wichtiger Eintrag ist, weil der Vertragspartner oder das Land, was auch immer, nicht klar ist, kann man das im Nachgang dann auch wieder anpassen. Genau. Die Beschreibung zum Vertrag hinterlegen wir hier auch. Hier sind interessant, kann ich hier vielleicht Konditionen hinterlegen, besondere Produkte, die im Vertrag genannt werden, Hinweise, auch nochmal zur Ergänzung. Weiter geht's im Schritt Vertragsart. Hier hat sich jetzt die Mühe wieder gelohnt, dass ich vorher meine ganzen Vertragsarten angelegt habe, weil sonst komme ich hier nämlich gar nicht weiter. Schau dann, was habe ich alles für Verträge, was habe ich denn eigentlich hier, passt das? Ja, das passt, ich habe einen Rahmenvertrag und hinterlege den. Schön ist immer, dass auf einem Rahmenvertrag basiert ja wahrscheinlich ein NDA als ersten Schritt, um die Zusammenarbeit vielleicht wirklich vertraulich
zu gestalten. Hier habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, stimmt, mit der Firma ist das NDE vorangegangen. Also kann ich immer im Nachgang Beziehung zu den ganzen, also wenn ich dann aus dem Rahmenvertrag vielleicht später sich ein Distributionsvertrag gestaltet, wie auch immer, was danach kommen kann, habe ich immer die Möglichkeit, diese ganze Kette zu vervollständigen und zu sehen, okay, der ist vorausgegangen, in dem anderen Fall fehlt er mir vielleicht noch, weil ich hier sehe, ich habe einen Distributionsvertrag und da gehört immer ein NDE dazu, dann sollte man das hier auch schleunigst nachholen tatsächlich. Bestätige das Ganze, habe dann hier die Möglichkeit zu sagen, welcher Status hat der Vertrag. Wenn das System aktiv genutzt wird, dann werden hier alle Stufen genannt für Verträge, die schon alle abgeschlossen sind. Die packe ich natürlich in die sind bestenfalls alle gültig oder schon archiviert. Wir gehen jetzt mal in unserem Fall davon aus, dass unsere gültig ist und dass wir den abgeschlossen haben. Ganz schön finde ich zu sagen, hat es jetzt intern oder extern generiert, je nachdem, wie man das Ganze aufzieht mit den Verträgen, haben wir interne Vertragsnummern oder haben wir externe Vertragsnummern, nutze ich das System, um meine Verträge automatisch hochzuziehen. Aber meistens hat man es tatsächlich mit also in Konzernen beispielsweise so, jeder hat eine Vertragsnummer. Wenn ich sage, okay, der Vertrag, der kommt von extern und der hat jetzt die Nummer im Vertrag hinterlegt, dann packe ich das mit rein. Somit kann ich später in der Korrespondenz den auch wieder gut erwähnen. Genau. Wenn ich den Vertrag habe und mir jetzt vielleicht unsicher bin, wie der Vertragspartner heißt, kommt jetzt natürlich meine Lieblingsstelle, dass ich aus meiner E-Mail-Korrespondenz mir jetzt den Vertrag einfach in das System reinschiebe. Und es aber gerade nicht möchte. Ich versuche es gleich nochmal. Also gehe ich erst einmal ganz kurz weiter und öffne mir meinen Vertrag nochmal kurz im Postfach. Das habe ich im Hintergrund jetzt gerade laufen. Und es lädt den Vertrag. Und habe hier einen Partner, die Alpha Tech Innovation GmbH. Der Rahmenvertrag, der läuft mit 2, 3 Partnern. Vielleicht, das kann ich alles mit dazu packen und habe dann hier auch die Möglichkeit, also aufgrund meiner guten Vorausarbeit der Anlage für die Vertragspartner, packe ich dann hier mir meine Ansprechpartner mit rein und dann sieht das Ganze auch schon wunderbar aus. Habe hier die Kostenstellenfreigabe, auch hier wieder die Arbeit, die vorher reingesteckt wurde, dass alle Kostenstellen hinterlegt sind, passt dann wieder. Habe dann hier die Kostenstelle, den Freigeber und kann sagen, okay, der ganze Vertrag, der hat einen jährlichen Wert von 1.000 € und kann das Ganze dann noch abschließen. Und somit kriegt man dann später auch noch eine Information. Es wurde ein neuer Vertrag erstellt und also mit dem Vertragswert und somit ist dann auch die Finanzbuchhaltung informiert. Genau.
Die Vertragsverantwortlichkeiten, die Mitwirkenden können hinterlegt werden. Also wenn ich sage, ich bin Vertragsverantwortlicher, dann trage ich mich hier hinterher. Alle, die hier mitschreiben, lesen dürfen, hinterlege ich auch, sind aber je nach Berechtigung nicht berechtigt, die Verträge zu ändern. Die dürfen die lesen, was sehr sinnvoll ist in den Abteilungen. Und haben dann automatisch auf diesen Vertrag ein Leserecht. Genau. Dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Gegebenenfalls legen wir das Ganze aber einfach so später an. Also wenn alles gut funktioniert, dann ziehe ich hier mir meinen Vertrag rein, packe dann die E-Mail-Korrespondenz zusammen und habe dann alles zusammen hier drin. Genau, das ist ganz fantastisch. Hier sage ich dann, die Registrierung ist abgeschlossen. Denke ich mir, ups, was habe ich für eine Fehlermeldung? Ganz wunderbar, nichts vergessen, weil ich habe ja noch gar keine Kündigungsfrist angelegt. Heißt, ich habe im allgemeinen Reiter die wichtigsten Daten zum Vertrag und im nächsten Schritt muss ich natürlich auch das Startdatum, die Vertragslaufzeit, das Enddatum und weitere Punkte hier hinterlegen. Heißt, wir sagen, heute haben wir einen wunderbaren Vertrag abgeschlossen. Die Vertragslaufzeit ist 12 Monate. Die Möglichkeit, kein Enddatum anzugeben, habe ich natürlich auch. Bei uns jetzt wichtig, weil ich sage mal, ganz beim klassischen NDE habe ich streng genommen kein Enddatum, die Vertraulichkeit bleibt bestehen. Oder habe ich vielleicht eine 5-Jahresfrist, je nachdem, oder bis das Projekt zu Ende ist. Aber im Grunde bleibt die Vertraulichkeit bestehen. Und wir haben uns darauf festgelegt, das einfach zu sagen, okay, wir nehmen kein Enddatum, sondern wir belassen das so, wie es ist. Habe in jedem Vertrag ein Kündigungsintervall, die Kündigungsfrist und dann sagen, okay, hier haben wir uns auch Gedanken gemacht dazu, okay, was haben wir uns mit den anderen Abteilungen zusammengesetzt, haben geschaut, okay, was haben wir jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm, wie sind eure Kündigungsfristen, sind im Vertrieb oder in QM-Verträgen die Kündigungsfristen vielleicht ganz anders und haben dann hier die wichtigsten zusammengepackt. Was habe ich für einen Kündigungszeitraum? 6 Monate. Hier wird auch immer automatisch generiert aus dem System, okay, wann ist das Enddatum des Vertrages? Wann ist Kündigungsstichtag? Kann ja auch sein, der hat nur 1 Monat. Dann sieht man hier, okay, dann ist wirklich Ende Oktober, muss dann hier, sollte man dann schleunigst den Vertrag kündigen, beziehungsweise oder um Erweiterung und Neuverhandlung bitten. Die Erinnerung wird gesendet. Ja, das wollen wir natürlich unbedingt. Um da auch wirklich transparent, auch für die Abteilung, und da geht dann auch wirklich nichts mehr durch die Lappen, weil man erinnert wird. Weil in die Excel-Tabelle, da schaue ich jetzt nicht regelmäßig rein, packe mir keine Termine in den Kalender, wann die Verträge auslaufen, sondern kriege hier eine E-Mail und habe dann alles schon parat. Und je nachdem würde ich auch wieder empfehlen, zu sagen, okay, habe ich jetzt einen umfangreichen Vertrag, dann würde ich mir natürlich die Erinnerungsfrist jetzt nicht auf 1 Monat setzen vorher, sondern würde sagen, okay,
sind da vielleicht die Vertragspartner, wie sind meine Vertragspartner, brauche ich da vielleicht 6 Monate Vorbereitungszeit, reichen mir 4 oder 2, um da nicht kurz vor knapp am Ende keine Vertragsverlängerung oder gute Konditionen zu erhalten, sondern tatsächlich sollte man da individuell schauen, welche Erinnerung da sinnvoll ist. Genau. Das Erinnerungsdatum wird dann auch entsprechend generiert. Hinterlegen kann ich, ob meine Verträge automatisch verlängert werden. Öffnet sich ein neuer Tab, dass ich die Verlängerungszeiträume werden die dann auf 24 Monate beispielsweise verlängert, wenn ich nicht kündige. Was ist das Verlängerungsdatum? Und somit verpasse ich dann auch wieder keine automatische Verlängerung, wie es vielleicht jeder so kennt aus irgendwelchen Abos. Dass, wenn ich es nicht kündige, dann verlängert sich es und das macht durchaus Sinn, das Ganze auch hier zu hinterlegen. Genau. Danach haben wir den Vertrag auch schon geschlossen und es ist alles angelegt. Wir haben eine tolle Freigabe, es ist alles hinterlegt. Genau. Dann würden wir jetzt hier sehen, wenn die Registrierung abgeschlossen ist, muss der Vertrag natürlich auch genehmigt werden. Und gucken wir nochmal, was sind jetzt meine wichtigsten Verträge. Hier sehen wir den wir gerade angelegt haben. Das wird alles nochmal geprüft, je nachdem, wenn die Abteilung den Vertrag erstellt hat, bin ich dann diejenige, die dann nochmal drüber schaut und zum Schluss den Vertrag genehmigt, wenn alle wichtigen Punkte drin sind. Aber wenn ich sehe, hier fehlt vielleicht noch was, dann kann ich den Vertrag auch zurückweisen oder sagen, Mensch, den würde ich schon risikobasiert machen, weil der hat das und das Problem, ist mir schon oft aufgefallen. Genau. Und dann, nächster Schritt, Vertragsgenehmigung beantragen. Hier habe ich, sobald ein Fehler auftaucht, es ist immer wieder zu sehen, okay, hier passt ja irgendwas nicht. Hier fehlt mir doch die Beschreibung. Dann packe ich hier die Beschreibung mit rein. Und habe den Vertrag im nächsten Schritt. Kann nun den Vertrag genehmigen, bin im nächsten Aufgabenschritt und habe die Aufgabe erledigt. Genauso geht es dann weiter mit weiteren Verträgen, die hinterlegt wurden. Auch die werden geprüft. Die Vertragsgenehmigung wird beantragt. Auch hier dann schnell zu sehen, was wurde vergessen, spiele ich es der Abteilung zurück. Habe dann in einzelnen Schritten auch wirklich schnell die Schritte, die ich nochmal durchgehen kann. Eine Erinnerung möchte ich hier nicht, beispielsweise. Und schaue dann den Vertrag wieder an und sehe aufgrund der Pflichtfelder, was alles noch hinterlegt werden muss. Und schaue es mir dann einfach nochmal im Großen und Ganzen an.
Genau. Wenn wir wieder auf der Vorderansicht sind, haben wir als Administration, sehen wir immer alle Verträge, die aktuell so am Laufen sind, welche sind signiert, welche sind in Bearbeitung, was wurde archiviert, wo wird noch auf Kostenstellenfreigabe gegebenenfalls gewartet. Man hat dann tatsächlich immer alles gut im Überblick. Und wenn ich sage, okay, das ist, wenn man später wirklich viele Verträge hat, ist dann natürlich der Überblick, entweder scrollt man weiß, was man sucht, aber auch das einfache Suchen ist natürlich kein Problem. Je nachdem, wenn ich sage, ich habe suche nach Firma oder ich suche nach einem bestimmten Vertrag, dann kann ich auch sagen, okay, ich suche jetzt alle Einkaufsverträge. Und habe mir das somit super schnell gefiltert und habe einen hervorragenden Überblick. Genau. Die Aktivitäten sind auch immer nachvollziehbar. Und jetzt überlege ich gerade, was ich noch vergessen habe zu erzählen. Aber im Großen und Ganzen ist es das tatsächlich, dass ich eine einfache Ablage, ein transparentes, ein Großes und Ganzes habe und dass ich tatsächlich die Abteilungen und also hier aktuell, wenn man noch Excel-basiert ist, weiß man ja am Ende gar nicht so richtig, was kriegt man da jetzt für einen Vertrag hingelegt. Und schöner ist es natürlich, wenn die Struktur dann am Ende so entstanden ist, dass die Abteilung die Verträge anlegen und dann auch wirklich die wichtigsten Punkte mit reinschreiben. Wenn man nur so ein klassisches Ablagesystem hat, gehen wahnsinnig viele Informationen verloren. Man hat keine richtige Kontrolle. Ist Compliance technisch auch wirklich auf der richtigen Seite, wenn alles im System gepflegt wird und jede Abteilung die richtigen Informationen in die Beschreibungen, in die Hinweise, alles mit reinpackt. Weil sonst ist es ja nur in den einzelnen Köpfen alles verankert und somit hat man wirklich eine gute Plattform, die Mitarbeiter können darauf zugreifen und es ist wirklich schön, ja. Da kam unsere erste Frage auch schon rein. Und zwar die Frage, die lautet, greift die Suchfunktion auch auf die Dokumenteninhalte zu? Auch darauf wird zugegriffen. Es ist eine Volltextsuche und wenn ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wie mein Vertragspartner hieß, aber ich weiß, es ging um ein ganz bestimmtes Produkt und das fällt mir ein, dann packe ich das in den Suchfeld und es findet den Vertrag. Ja, super. Da sind wir auch schon, da sind wir schon bei der Recap. Was haben wir gerade eben gesehen? Also wichtig ist ja auch, die Dokumente liegen nicht mehr lokal, sondern die sind an einem Ort abgelegt. Es gibt einen Freigabeprozess, einen Berechtigungsprozess. Das heißt, nur die Leute dürfen die Verträge auch sehen, die die Berechtigung dazu haben. Das sehe ich richtig, oder? So habe ich es richtig verstanden, ne? Das ist richtig, genau. Genau, Sie haben die Ansprechpartner direkt im Griff, weil auch die transparent direkt in dem System abgelegt sind. Das haben wir gerade gesehen. Genau, nie wieder Fristen verpassen. Sie haben eine Risikobewertung dabei. Sie können die Risiken einschätzen. Das heißt, ich habe eine digitalisierte Möglichkeit, meine Verträge nicht nur zu managen, sondern auch das Drumherum mit diesem Programm abzubilden. Und das ist schon eine Geschichte, ja, wir wissen es ja alle, ne? Excel ist schön und gut, aber Excel, in dem Moment, wo ich Excel aufmache, ist Excel auch schon veraltet. Hier greife ich immer auf die aktuellen Daten zu, immer auf die aktuellen Geschichten. Ja, vielen Dank. Da sind wir auch am Ende unseres heutigen Experteninterviews. Vielen Dank, Frau Thom. Vielen Dank, Caro. Vielen Dank, Mick, für deine tolle Moderation. Frau Thom, für die Einblicke. Wir danken dem Auditorium und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.